to be saturated in relief is how I wish this case to end today. Be enclosed in the arms of friends and at these charges in a fire lay. In societies that hoard power to the degree that they start defining opposition as enemies, activists become more one of the vulnerable groups. In Dannenröder Forest, as in too many places, we experience the loss of ourselves, our forest made horizontal, politics sustained through force upheld. Can we look at ourselves during the ongoing climate catastrophe and say we did our best? Oder wollen wir sagen, wir wollen möglichst viele Hierarchien abbauen? Gut, das klingt doch voll schön, oder? Also ich meine, eigentlich ist ja Anarchie auch so ein Prozess, oder? Das würde ich so denken. Ja, also eigentlich geht es ja eher so um dieses Utopieleben. Also, und das ist ja, kannst du ja nur mit den bestehenden Verhältnissen machen. Also, okay, gute Diskussion. Das heißt, du sagst das und ich sag's auch. Also, Darüber hinaus können wir uns nicht erlauben, weiter im Stillstand zu verharren. Die Corona-Krise ist nicht die einzige Krise, die bekämpft werden muss. Viele aktivistische Menschen sind in den letzten Monaten aus Solidarität zu Hause geblieben. Aber wir können nicht länger warten, um etwas gegen die Klima- und die ökologischen Krisen zu unternehmen. Lasst uns den Danny zu einem dauerhaften Ort der Klimagerechtigkeitsbewegung machen. Das Schlagen der Trasse war ein derber Rückschlag und zeigt uns heute nur, wie verantwortungslos in unserer Gesellschaft mit den natürlichen Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, umgegangen wird und wie wenig Respekt staatliche Repressionsorgane vor der Würde des Menschen haben. Obwohl das Ökosystem und die physischen Strukturen im Wald zerstört wurden, sind wir aber immer noch da. Hier geblieben sind die Menschen, die an die Verhinderung der A49 glauben. Im Sommer sollen in der Nähe der Schmawa die Brückenpfeiler für die Brücke über das Glental gebaut werden. Da die Pfeiler 30 Meter tief im Boden verankert werden sollen, werden hierbei wichtige Filterschichten des Wasserschutzgebiets beeinträchtigt und die Sauberkeit des Grundwassers durch Schwermetallrückstände im Boden gefährdet. Das können wir nicht zulassen. Hey! Ganz knallhart ist das hier. der muss aber stehen bleiben. Wenn ihr euch mit mir anlegen wollt, ich hole eine Knüppel raus und schlage euch zusammen. Hey, was möchtest du? Großer, steig wieder ein, jetzt machen wir keine Parade hier. Weg da! Weg da! Sonst? Ich mach, das kannst du aber annehmen. Okay. Mach nicht, lass. Das müssen Sie jetzt Genau, also ich wollte jetzt noch mal sagen, warum wir eigentlich hier sind. Wir befinden uns hier direkt auf der Trasse von der zukünftigen A49. Das heißt, hier ist der Dannenröder Wald, hier drüben ist der Herrenwald. Genau wo wir hier sind, soll diese ominöse Glintalbrücke hin.
die also 30 Meter in den Boden gegraben wird im Grundwasserschutzgebiet. Die Politik in Deutschland, die Politik in Hessen hat hier komplett versagt und wir wehren uns gegen diesen Bau. Wie lange wollen die zwei da sitzen bleiben? Ja. Wir brauchen keine Gespräche, sondern Taten, sonst haben wir liegt doch eine Sache, oder? Ja. Ohne Worte bringen die Bäume nicht wieder. Das weiß ich. Ich war hier in Stadt Allendorf 4 Jahre Stationsleiter. Ich wohne hier drüben im Vogelsbergkreis. Dann bist du Mitschuldiger dafür, dass die Bäume hier gefällt wurden. Ich bin 4 Jahre lang mit dem Rad zum Dienst gefahren und wieder zurück. Über diesen Radweg und durch diesen Wald. Ja. Ich weiß genau, wie das vorher aussah, wie es jetzt aussieht. Ja? Aber ich habe hier meine Rolle. Ja? Wie kannst du mit ruhigem Gewissen schlafen? Das verstehe ich nicht. Das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Ich habe hier meine Rolle, die habe ich mir ausgesucht und ich mache diesen Job gerne. Also ich habe hier auch eine Rolle, und zwar die Natur zu schützen und den Klimaschutz ernst zu nehmen. Habe ich Verständnis, ja. Wir wollen einfach, dass sozusagen die Welt vor allem auch für die junge Generation erhalten bleibt. Und wenn wir politisch kein Mittel mehr haben, dann müssen wir sozusagen, gut, als Bürgerinitiative, als Aktion, dann müssen wir uns so verbinden und da eben Druck ausüben. So welcome to the fire. I'm the one with the lighter. Feel it burning through your veins as we're walking through the flames, getting higher. So welcome to the fire. Welcome to the fire. Feel it burning through your veins as we're walking through the flames, getting higher. Weiterlaufen! Aufhören! Aufstehen, Mann! Geh weg jetzt! Hast die Chance! Geh weg jetzt! Geh auf, ich guck danach! Geh auf und geh von der Seite! Lass mir die Hände von der Kollegin! Ey, ich seh nicht! Ich seh nicht! Aufhören! Okay? Komm noch einmal näher, das Teil ist richtig. Ich steh gerade auf meiner Brille! Aufstehen jetzt! Ich seh nicht! Geh auf, sonst bringen wir dich mit Zwang weg. Wenn die Eier tritt, muss man mit Leben, hast du verstanden? Hält ihn jetzt hoch, aufstehen. Mal 2 Leute mit anpacken. Lassen Sie die Leute raus. Hey! Bleiben Sie doch vernünftig hoch! Da soll vernünftig mitgehen, aber wird das auch nicht machen. Ich dachte, du wärst schon am Hochheben. Wir stehen hier vor der größten ökologischen Sünde des Vogelsbergkreises, sage ich mal, oder Hessens der letzten 50 bis 70 Jahre. Das Problem ist der Planung A49, dass jetzt diese Trasse, wie sie gewählt wurde, den meisten Wald gefressen hat überhaupt. Wir verlieren jetzt in der Planung mindestens 85 Hektar. Warum es mehr wird, sage ich euch gleich. Besonders schwerwiegend ist es, dass der Danny oder der Dannenröder Forst 1000 Hektar groß schräg durchgeschnitten wird. Der Wald war früher geschützt, der hat sich in sich gehalten. Jetzt hat man die Ränder aufgerissen. Hier ist Westen. Die Stürme, die Sonne setzen jetzt dem Waldrand, dem ungeschützten Waldrand. Der war es nicht gewohnt. Das ist so, als wenn wir nach Afrika gestellt werden und sind es nicht gewohnt. Die Sonne verbrennt die Rinde, es gibt sogenannten Rindenbrand. Der Sturm wirft die Bäume um, weil sie es nicht gewohnt sind, in der Sturmrichtung zu stehen. Und ich sagte ja, die Schäden, die auf uns zukommen im Wald,
werden wahrscheinlich das 2- bis 3-fache dieser 85 Hektar sein. Das ist halt schon doof, dass die Bäume schon weg sind. Das ist halt schon eine krasse Tatsache, die geschaffen wurde. Aber ja, manchmal habe ich schon viel Hoffnung. Vor allem, wenn ich dann höre, so wie viele Leute das hier was bedeutet hat. Und dann denke ich, oh, ich habe schon Lust, das wieder weiter mit zu etablieren und sowas. Aber ja, im besten Fall holen wir uns die Trasse zurück. Ich meine, die wird ja 4 Jahre lang gebaut und jedes Jahr wird es so viel schlimmer mit der ökologischen Krise und der Klimakrise. Also vielleicht macht es dann ja auch irgendwie mal dann gibt es dann mal so einen Break, wer weiß. Und wenn die Autobahn tatsächlich hier sein sollte, dann heißt es noch lange nicht, dass sie für Autos befahrbar bleibt. Wir haben ja angefangen 2019, so im August, meine ich, Juli, August, mit den ersten Führungen hier. Wir haben gesagt, wir müssen irgendwas machen und dann habe ich mich da vom Hambacher Fast inspirieren lassen. Die haben ja da gerade ihre Aktionen gemacht, ne? Und dann habe ich gesehen, die machen immer so Waldspaziergänge. So, und dann habe ich gesagt, so was müssen wir hier auch anbieten und da haben wir angefangen. Und es kamen dann aus der Region viele Junge, also aus Marburg und Gießen, so Studenten im Wesentlichen. Ne? Ich denke ja heute immer noch, damals ist die Idee zu der Besetzung geboren worden auf einer dieser Waldspaziergänge. Da saßen nämlich so 2 Studenten aus Marburg vor mir. Also die haben mir ein Loch im Bauch gefragt und eine Woche später kriegte ich eine Einladung nach Marburg zu einem Vortrag. Ich glaube, das hat 3 Stunden gedauert insgesamt und man hat schon gemerkt, es war so eine Hochspannung in dem Raum und die Fragen waren so gezielt. Und dann war mir klar, da bin ich raus und habe ich gewusst, jetzt kommt da was. Das war klar. Ja. Und ich glaube, dann hat es 2-3 Wochen gedauert und dann waren die ersten Baumhäuser da. Hier lebt, hier ist der Schutz ab, hier ist trocken, hier ist kaputt. Tja. Hier ist kaputt. So, und damit ist die rechtliche Voraussetzung für den Bau der Autobahn formal nicht gegeben. Doch, die haben doch die Maßnahme abgeschlossen. Wirksam abgeschlossen muss zwischen 2 und 5 Jahren sein, im Vorlauf zum Bau. Wirksam vor allen Dingen. Das Wirksam ist ja wohl nicht mehr so ganz gegeben. Die Natur pflanzt 40.000 Eichen auf einen Hektar. Ja. Hier werden 10.000 gepflanzt. Okay. Das ist schon mal. Aber in der Natur gehen ja dann auch ein großer Teil kaputt, bis die anderen hochkommen. Aber erst wenn die 30, 40 Jahre alt sind. Ja, gut, das stimmt. Die brauchen ja erstmal 15 Jahre, bis die so groß sind wie wir. Ja. Das dauert ja alles. Das muss man einfach immer dran denken. Habe ich die jetzt richtig verstanden, dass es hier eigentlich völlig für die Füße war, oder was? Man müsste jetzt im Frühjahr, also wir haben jetzt Pflanzzeit, bevor es warm wird. Jetzt im April kann man noch pflanzen, da müsste man jetzt praktisch 70% nachbessern. Ich stelle jetzt einen Antrag bei der oberen Naturschutzbehörde, dass sie das jetzt machen müssen. Also die Idee war ja nicht falsch, hier einen Eichenwald zu pflanzen, weil das ist ein Wald, der theoretisch stabil ist auf diesen nassen Böden. Passt hin, ist ein guter Biotop, aber es ist nicht fachgerecht gemacht. Also ich würde meinen Mitarbeitern in den Arsch treten dafür.
Das wirklich Frappierendste ist, dass die Vögel jetzt zwitschern um 22:15 Uhr, glaube ich sogar, genau. Und das ist im Prinzip so, als wenn jetzt Morgenstimmung hier wäre. Also die Tiere sind offensichtlich der Meinung, dass demnächst der Tagesanbruch kommt. Und normal würden die jetzt nicht mehr zwitschern. Und das zeigt schon, dass die Natur hier total durcheinander ist. Also das hier ist ein Desaster für die gesamte Tierwelt. Da liegt sie. Ja, das Licht ist das Schlimmste. Das Licht ist das Schlimmste. Das war eine ganz schöne Blaumeise. Heute Mittag haben wir sie im Licht gesehen. Die hat ganz leuchtende blaue Farben und grün. Sind also schon ganz viele Tiere, die bleiben hier in dem Zaun hängen. Die Meise? Ja. Das ist natürlich ärgerlich. Ein wunderbares Blaumeise. Und ehrlich gesagt, hier hängen dauernd tote Vögel in dem Zaun. Ja. Weil, hören Sie die vielleicht auch zwitschern, die Vögel, die meinen, es ist nämlich morgen, weil muss dieses Licht die ganze Nacht so hell sein. Scheinbar schon, sonst wäre es nicht an. Nee, es ist eigentlich seit dem 1. April nicht mehr erlaubt. Weil jetzt fängt demnächst auch der Flug der Fledermäuse an. Die Tiere werden völlig irritiert. Stellenweise sind wir da unten die Masten deswegen auch aus. Nee, jetzt mal ernsthaft, vielleicht können Sie ja erklären, warum das unbedingt so hell sein muss. Damit tatsächlich die Umgebung hier ausgeleuchtet ist. Wegen der bösen Menschen. Wegen der ganz, ganz bösen Aktivisten, damit die böse Polizei die bösen Aktivisten sieht. Ja. Das ist der Grund. Alle sind böse. Ja. Weitergehen jetzt! Gehen Sie weiter! Weitergehen! Was seid ihr? Hey, stop! Hey! Abstand! Die Bälle sind durch, lasst uns die Leute in Ruhe machen! Ihr Schweine! Jetzt sind wir weg! Gehen Sie doch einfach weg! Polizei antreten zum Abzug! Hey, Was soll das? Abziehen!
Vorläufiger Baustopp für Brückenpfeiler der A49 im Gleental. Ein Landwirt aus Stadt Allendorf hat diese Woche eine einstweilige Verfügung gegen die zuständige Baufirma beantragt, weil für eine geplante Autobahnbrücke offenbar auf seinem Grundstück gebaut werden muss. Dem will er aber nicht zustimmen. HR4-Reporterin Anna Spieß, was heißt denn das jetzt für den Autobahnbau? Also die Autobahngegner sehen darin erstmal einen großen Erfolg. Es ist wohl so, dass der Landwirt einer Enteignung seiner Flächen nicht zugestimmt hat. Und trotzdem sind da am Dienstag die Bagger in Kirchdorf angerollt. Die sind dann von Aktivisten besetzt worden. In der Zwischenzeit liefen die Bauarbeiten zwar noch 2 Tage weiter, aber als der Landwirt heute vor Ort war, waren die Bauarbeiten wohl vorläufig eingestellt worden. Ich brauche diese Flächen natürlich irgendwo auch für meinen Betrieb, um überhaupt den Betrieb weiterführen zu können. Ich werde auch fordern, dass der Rückbau betrieben wird. Ja, geil. Also keine Brückenpfeiler, Wasser. Nein, erstmal nicht. Geil. Einstweilige Verfügung war ja. Geil. Danke. Die ganze Arbeit hat sich gelohnt für den Dani, für Klimaschutz weltweit. Das ist, glaube ich, ein richtig krasses Zeichen, was wir gesetzt haben. Wir haben gemerkt, wir können was erreichen, wir können was ändern und gemeinsam können wir so viel aufbauen. Der Dani lebt. Dankeschön. Für den Fall, dass Sie gegen diese Maßnahmen Widerstand leisten oder die Einsatzkräfte angreifen, drohe ich Ihnen hiermit vorsorglich polizeiliche Maßnahmen an, um die Maßnahmen umzusetzen. Weiterhin spreche ich Ihnen schon jetzt als Stadtverwaltung nach § 31 Ihren Namen gibt sie nicht preis, ihre Herkunft auch nicht. Deswegen sitzt UWP1, unbekannte weibliche Person 1, seit mittlerweile einem halben Jahr in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft hält ihr vor, bei einer Räumungsaktion im Dannenröder Forst am 26. November 2020 nach Polizeibeamten getreten zu haben. Alleine der Vorwurf, dass man in 15 Meter Höhe auf einen Polizeibeamten zutritt, gezielt ins Gesicht tritt, und das ist der Vorwurf, den wir erheben, das birgt natürlich in sich, dass man zumindest billigend in Kauf nimmt, dass Menschen getötet werden können bei dieser Aktion. Wie nun ihr Herren, seid ihr stumm, dass ihr kein Recht könnt sprechen. Was gleich und grad ist, macht ihr dumm, helft niemand zu sein Rechten. Mutwillig übt ihr Gewalt im Land, nur Frevel geht durch eure Hand. Was seid so Für Ella wünsche ich mir konkret, dass sie das A gut durchsteht. Und das ist mit ein Punkt, weswegen wir hier stehen. Dass sie weiß, es gibt Menschen, die begleiten das. Selbst wenn wir nicht in das Gericht dürfen, eine von Anja, also von Unerhört, eine Freundin von uns, die darf sie besuchen, darf mal eine halbe Stunde mit ihr telefonieren, die hat einen persönlichen Kontakt. Ansonsten kann sie ja niemanden empfangen. Das ist mir das Erste. Und das Zweite wünsche ich mir für Ella, dass das nicht zu einem Exempel wird. Ja, also es ging eigentlich los bei dem Wochenende zu Ökofeminismus. Also es gab eine Professorin aus Frankfurt, die mit einer ihrer Studentinnen im Dani ein Ökofeminismus-Wochenende organisiert hat. Und an diesem Wochenende war auch Ella im Wald und wir haben
eigentlich dort angefangen, auch inhaltlich einfach uns auseinanderzusetzen. Und sie hatte dann zum Schluss von dem Wochenende ein Transparent extra gemalt für dieses Ökofeminismus-Wochenende. Not our bodies, nor our planet is to be dominated. Und dann haben wir das schön aufgehängt und drapiert. Und dann hatten wir auch uns auf eine Liste eingetragen zum Wäschewaschen und Duschen. Und in dem Zusammenhang, als es sehr kalt war im Wald, war sie mal 3 Tage hier, wo wir wirklich Fernsehen geguckt und Alltag zusammengelebt haben. Und ich habe sie als eine sehr behutsame, zurückhaltende, liebevolle und achtsame Person wahrgenommen. Und deshalb ist mir das auch so wichtig, dass ihr Gerechtigkeit widerfährt. Ja, vor allem auch, dass sie der Überzeugung war, wenn nur die Aktivistinnen eine positive und liebevolle Haltung haben, dass dann auch ihr Kampf erfolgreich sein wird. Das war ihre Überzeugung. Ella rückwärts gelesen heißt ja auch alle. Und das steht tatsächlich auch für ihre Haltung, dass sie nicht jetzt beschrieben sein will als ein Individuum, das da in einem Kampf steht, sondern dass sie tatsächlich auch für alle diesen Kampf führt und für alle einsteht und es für sie sich auch so darstellt, dass dieser Prozess auch ein politischer Prozess ist gegen eine ganze Bewegung. Dann Röder-Forst. Gegenüber saßen sich UWP1, unbekannte weibliche Person 1, und die Polizisten K214, D111 und D333. Die jungen sportlichen Beamten traten im Gerichtssaal in einer Art Armeekleidung und mit Sturmhauben vermummt auf, die nur die Augen frei ließen. Bei einer Enttarnung müssten sie um ihr Leben fürchten, hieß es zur Begründung. Nicht nur, weil sie in Nordrhein-Westfalen teilweise in der Bekämpfung der organisierten Kriminalität eingesetzt werden, auch weil man an die Szene rund um die Aktivisten denken müsse, Zitat, denen es um politisches Märtyrertum geht. Am 26. November kletterte er auf die Buche, im Polizeieinsatz mit Nummer A42 bezeichnet, um die Angeklagte auf den Boden zu holen. Als er sie erfasste, habe sie sich wild gewehrt und heftig getreten. Weil er nur mit Steigeisen gesichert war, habe er in dem wilden Gerangel mehrfach Todesangst empfunden und überlegt, den Einsatz abzubrechen. Also Bullshit, echt so ein Bullshit, ja. Erstens glaube ich nicht, dass sie ungesichert versuchen, da irgendjemand runterzuziehen, weil nur mit Steigeisen, das ist ja wirklich eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Du kannst ja nicht mal dich bewegen. Du hängst ja oben mit der Hüfte in diesem Seil, was du immer so ein bisschen hoch machst. Weißt du, machst immer so und wirfst das Seil höher. Du bist ja mal geklettert. Und du kannst, ja, aber so nicht. Aber so kannst du nicht jemanden räumen. Das machst du auch nicht. Sobald du dich vorbeugst, rutschst du ja runter. Du kannst so niemand räumen. Das ist Quatsch. Das wussten die auch. Das wussten die auch. Das wussten die. 100 Pro. Ja, also wenn ich beim SEK bin, finde ich mal, sollten die Jungs nicht so zimperlich sein. Ja? Die haben ein Heidengehalt, haben eine gute Ausbildung. Und wenn die mal eine Schürfwunde kriegen, ist das keine schwere Körperverletzung, auch nicht auf 15 Meter Höhe. Und also das finde ich so unverhältnismäßig. Ja? Die haben Tausende von Bäumen in einem Trinkwasserschutzgebiet kaputt gemacht. Das ist nicht einfach nur ein Stück Fichtenmonokultur. Das war ein 1000-jähriger Bestandswald mit Molchen und allem. Klimaschutz ist kein Verbrechen, Klimaschutz ist kein Verbrechen, Klimaschutz ist kein Verbrechen, Klimaschutz
wissen, wir haben es hier noch ganz gut mit unserem Widerstand. Wir wissen, in anderen Ländern würden so welche wie wir, die sich in ihrem Urwald zur Wehr setzen, gegen Profitinteressen, ganz anders behandelt. Ich brauche es gar nicht zu erwähnen. Wir wissen, wir haben hier relativ viel Schutz. Aber wir sehen auch, es wird sehr viel Recht gebrochen in dem ganzen Prozess um die Autobahn. Das muss jede Person sehen. Noch dazu Richter, Staatsanwältinnen. Jede Person kann das erkennen, was da passiert. Und wir seid deswegen hier. Und wir sind die Indigene. Jawohl. Wir seid deswegen hier, weil wir genau wissen, dass es hier Leute gibt, die das auch merken. Wir seid hier, weil hier was nicht mit rechten Dingen zugeht. Weil hier irgendein Prozess gestartet wird, wo es gar nicht mehr geht, im Turnschuh oder Stiefel. Und wer Recht hat und wer Unrecht. Deswegen stehen wir hier. Und ich weiß ganz genau, auch wenn sie es nicht sprechen, sitzen da auch Leute drin, die genau wissen, warum wir hier stehen. Und deswegen stehen wir hier. Ja, und wir warten auf Gerechtigkeit. Und wir warten mal drauf. Wir glauben noch an Gerechtigkeit. Sie ist noch möglich. Also ich nicht, aber ich sei sehr gespannt, ich sei wirklich sehr gespannt, was dabei rauskommt. Weil das interessiert mich. Ich habe letzte Dienstag da drin gesessen, durchgesucht. Das kann gar nicht mehr in irgendwas gehen. Das ist eine ganz andere Ebene, in die hier verhandelt wird. Und deswegen stehe ich hier mit den Namen, mir sei vorhin, mir sei gerne hier. Euch, wenn ihr wollt, ob es. O Täler weiter Höhen, o schöner grüner Wald, du meiner Lust und Wehen, andächtiger Aufenthalt, da draußen steht betrogen, saust die geschäft'ge Welt. Schlag noch einmal die Bogen um mich, du grünes Zelt. Schlag noch einmal die Bogen um mich, du grünes Zelt. Beproben die gleichzeitig. Genau, hatte ich ja auch gesagt. Das finde ich super. Ja, So ja. Maschinen, Dass die gleichzeitig, ja. Ja. Gelben Sand findest du hier oben ohne Ende. Naja, ich meine, der Sandstein bindet die Nitroaromaten oder überhaupt die Sprengstoffe. Ja, nimm's mal mit. Wir hatten etwas gefunden, der Peter hat etwas gefunden und dann haben sie jetzt so eine Feuerprobe gemacht, haben Stückchen davon abgehackt und haben bei uns vor der Garage Feuer dran und dann ging das hoch. Und jetzt weiß man nicht, ist es eine natürliche Reaktion oder ist es das nicht? Wir haben doch, also der Andreas ist Chemiker, ich hatte in Chemie 5, ich habe gar keine Ahnung. Lass uns weitergehen. So wie es reagiert hat, ist es auf jeden Fall keine natürliche Verbindung. Das sind Hunderttausende von Tonnen an Sprengstoff hier verarbeitet worden. Ja, also hier ist auch V2-Rakete, hier sind alle möglichen Marinesprengstoffe. Das ganze Gebiet war ja das größte Sprengstoffwerk in ganz Europa. Das war mir vorher auch nicht klar. Also so blutrot. Das ist nämlich der Nachweis für Trinitroaromate. Ja. TNT, wenn das so ist. Ja, mach mal einen Vergleich mit Wasser, genau. Ich bin mir nicht so sicher, weil der hat diese Fäule da drin. Ja, das kann auch sein, dass das mit, genau, ja. Das ist schon sehr eindeutig. Ja. Wird einfach nass. Guck mal, je länger du wartest, Umso röter wird es sogar, ja. Umso klarer ist es genau wie ja. Ist es eigentlich, was wir hier haben, ich glaube eine Kiefer oder was ist, ich weiß nicht, auf jeden Fall Nadelholz, ja. Und da gibt es so eine Schnellprobe, Verhältnis 1:1, eine 1-molare Natronlauge mit Aceton, heißt Janowski-Reaktion. Also verseucht baut der A49 das Trinkwasser, ist die große Fragestellung in dem Zusammenhang. Und die Antwort eigentlich vom RP in Gießen, die sind auf
mit keinem Wort eigentlich auf die kontaminierten Wurzelstöcke oder die Mauerreste eingegangen, schreiben sowas wie, es ist ja nur 1% des Wahrsackgeländes hier betroffen. Trotz alledem sind es ja ein Quadratmeter, also eine Riesenfläche, wo sie Sorge für leisten müssten, dass es keine Verschlechterung des Bodens gibt, der hier durchstoßen oder untergemengt wird. Oder auch dann natürlich durch das Sickerwasser mit dem anderen Verhalten, was ich dann hier habe, dadurch, dass die Bäume nicht mehr das Wasser aufsaugen, sondern das ja jetzt in den Grundwasserkörper runtersickert. Die müssen das irgendwie sicherstellen, dass es da keine Verschlechterung gibt. Für die Bevölkerung, für unser Trinkwasser. Also ich glaube, diese wissenschaftliche Begleitung findet ja hier gar nicht statt. Ja. Die Gefahr aus dem Erdesaal, ein Wurzelstock. Oh, TNT! Du musst auf den Platz verschütten. Okay. Gleich. Kann ich ein bisschen TNT-Wasser haben? Willst du das TNT-Wasser? Ja, bitte. Okay. Kommt es gerade aus dem Brunnen? Es kommt direkt von der A49 rüber hier. Lecker. In unsere Brunnen, auch zu dir nach Hause. Oh, wir haben das doch vor endlich. 30 Jahren zusammen getestet. Hast du Erinnerungslücken? Ja, ich habe schon alles vergessen. Mein Kopf funktioniert irgendwie nicht. Mir ist auch die ganze Zeit schlecht und ich habe immer Kopfweh. Ja, das ist das TNT, aber das geht weg. Okay. Und das ist eigentlich eine Superkraft, wenn man sich das hier anguckt. Ich fühle mich direkt nach Verkehrswende, ist mir voll scheißegal. Also, ich habe voll Bock, jetzt irgendwie durch die Gegend zu fliegen. Also wenn da kein Wald mehr steht, was soll ich dann machen? Dann können mir alle erzählen, dass sie schnell von A nach B wollen, aber ich will vielleicht sauberes Trinkwasser haben und das zählt dann nicht mehr, oder was? Ist das eine Autobahn wert? Ja. Warum? Also warum denn? Trinkwasserverseuchung? Warum? Wenn du das Gegenteil nimmst, umso schneller, wie du von einem Ort zum anderen kommst, umso weniger Abgase verursachst. Na, das stimmt aber nicht. Das Doch. wurde schon längst gezeigt, dass mehr Straßen, mehr Autos und deswegen mehr Abgase verursachen. Genau, wenn es einfacher wird, dann nutzen wir auch viel mehr. Das ist das Problem. Das heißt Rebound-Effekt. Genau, das können Sie mal recherchieren. Einfacher. Aber trotzdem brauchen wir die Straßen. Aber warum denn? Also wofür brauche ich? Aber warum brauche ich eine Wirtschaft? Für die Wirtschaft. Warum brauche ich eine Wirtschaft? Ohne Wirtschaft hast du nichts zu essen. Das stimmt doch gar nicht. Also ohne wachsende Wirtschaft habe ich auf jeden Fall trotzdem was zu essen. Es gibt ganz viele Beispiele, die das zeigen. Es ist aber so. Aber warum ist es einfach so? Warum muss ich das einfach akzeptieren? Ich will das nicht akzeptieren. Ich möchte einfach auch eine Lebensgrundlage haben. Dass du es nicht akzeptieren kannst. Das Ja. sollst du ja akzeptieren. Warum? Nur diese Art und Weise, wie ihr demonstriert, das ist das. Aber warum ist das das Problem? Also sich an Bäume zu ketten, an Brücken zu ketten, das ist der Verkehr. warum? Was ist denn dann der richtige Weg? Was soll ich denn noch machen? Schauen Sie mal, wie lange das probiert wurde in Parlamente und sonst was. Was soll ich denn machen? Meine Lebensgrundlage wird zerstört. Ihre auch. Ich möchte einfach nur leben. Doch, natürlich. Haben Sie sich mal die IPCC-Berichte angeschaut. Diese Welt brennt. Wir haben die 1,5 Grad schon längst erreicht. Ich lebe doch von dem. Ich verdiene mein Geld damit. Von was leben Sie? Und dann werdet ihr morgens früh ein Glas Wasser trinken und werdet elendig verrecken an der giftigen Brühe aus Nazi, aus faschistischer Zeit, die jetzt noch da oben liegt. Das beschützt ihr. Hallo Christoph, die haben die Ella für 2 Jahre und 3 Monate verurteilt. Wir haben dann wohl nur eine Herren, wir waren ganz wenig Leute. Und es war ja nur ein Tag verlängert und haben heute Urteil gesprochen. Wir waren hier nur zu 10 oder zu 15. Dann Claudia und ich, wir haben noch wohl nun ihr Herren gesogen. Und dann haben sie uns rausgetragen. Und jetzt ist sie schon weggefahren. Ich muss einfach mal kurz Bescheid sagen. Ich weiß nicht, ob ihr was auf die Beine kriegt, wenn sie ankommt, aber ich bin gerade noch ein bisschen im Schock. Im Prozess gegen eine Umweltaktivistin aus dem Dannenröder Forst ist heute ein Urteil gefallen, und zwar gegen eine unbekannte weibliche Person. Das Amtsgericht Alsfeld hat die Angeklagte heute wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte sowie in Tateinheit mit Widerstandsgegenstand
gegen Vollstreckungsbeamte in 2 Fällen. In einem Fall davon, in einem besonders schweren Fall des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, zu einer Gesamtfreiheitsstrafe in Höhe von 2 Jahren und 3 Monaten verurteilt. Die Angeklagte selber sich zu Wort gemeldet hat und zu dem Richter gesagt hat am Ende des Urteils, Sie sind auch Opfer des Klimawandels und der Umweltzerstörung. Vergessen Sie das nicht. Da wollte er sie aus dem Saal schon raus entfernen lassen. Und es wurde abgelehnt, dass es ein politischer Prozess ist. Wir werden in der Klimaveränderung ein großes Problem mit Grundwasser und mit Trinkwasser bekommen. Und mit diesem Urteil wurde quasi den kurzfristigen Profiten ein Vorrang gegeben vor einer ressourcenschonenden Zukunft. Und es wurden auch den hehren Gründen für das Klima der Zukunft einzustehen, der Menschen auf den Bäumen. Und denen wurde heute ein Urteil stellvertretend gesprochen. Und das ist für mich das Schlimme. Ich bin völlig erschüttert über dieses Urteil. When humans fighting ecocide are kept imprisoned, society is falling. Wenn Menschen, die gegen den Ökozid kämpfen, eingesperrt werden, dann geht die Gesellschaft den Bach runter. Wir fordern Amnestie und Freilassung für Ella sofort. Das war's. Wir machen immer weiter und wenn nichts vorbei. Wir machen immer weiter und wenn sie dich hier einsperren, ist noch lange nicht vorbei. We are all with you. We are with you today and every single day. You are not alone, Ella. We are all with you. We suffer with you. It could be any of us who is in there, and you are really not alone. We all live every day thinking of you. You are not alone. 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 You are Der Besuchstermin für UWP 1. Jawohl, Sie waren schon mal hier? Ja, normal. Handy Abgegeben, alles abgegeben. Okay, danke schön. Gut. Dear comrades, I send my warmest greetings. After so much of our efforts, I'm still being held in the clutches of the state. I write, as the sun has gone down and the full moon will rise, that I will not see,
but will feel, just as I can feel your presence, our togetherness in this struggle. We may be grievously, physically separated from each other, but perhaps the change we want is possible, and the universe has sent us this setback so that we could clarify that we are really serious about ending ecocide and repression. On returning back to the Frankfurt prison, a place where we miss those on the outside so much, I found myself falling apart. Your solidarity has helped me bring me back together. It has been annoying that the media have been so focused on the who is UP1 question rather than the reasons behind what happened. But to give an answer to that question, UP1, the person that was in this magnificent beech forest in the last days of its existence, is me. And no prosecutor's projections can push her away. Since the autumn, I've felt like a leaf plucked from its trees, like it's being held under a microscope and put on a shelf. But one day, I will return to the soil, as have the other leaves, and together we will fertilize this world anew. It's already happening. The written grounds for this absurd sentence I received in the post last week, so I'm thankful. Work for the retrial is beginning. I truly believe we will overcome this struggle, not by the strength of a superior force, but by an understanding of our and the Earth's intrinsic value, people's connections to it, and love for it. So, until next time, live life and love. Love life and live. Ella, UP1. Das ist so ein katastrophaler Fehler, den wir da begangen haben, was Klimaschutz angeht, was Biodiversitätsschutz angeht, was Flächenfraß angeht. Guckt euch das immer wieder an und stellt euch der Verzweiflung, die euch packt, wenn ihr das anguckt, wenn ihr im Hirn noch gespeichert habt, wie das war mit den großen Bäumen und den Baumhäusern und den vielen Menschen. Das darf uns nie wieder passieren. Diese 800 Kilometer, die noch in der Pipeline des Bundesverkehrswegeplans stehen, die muss man stoppen. Selbstverständlich ist es für einen Ökologen so, dass er weiß, wenn wir diese Fläche jetzt in Ruhe lassen und wenn der Klimawandel gnädig mit uns umgeht, dann wird in 200 oder 250 Jahren wieder was sehr Schönes da auf der Trasse sein. Aber im Moment habe ich nicht das Herz dazu, das öffentlich zu verkünden, sondern sage, schaut euch den Skandal an und macht es nie wieder so. Was wir hier sehen, ist Wasserschutzzone 2. Aber wir, die Bundesrepublik Deutschland, baut 500 Meter weit von hier eine Brücke über die Gleen und die Autobahn durchquert dieses Trinkwasserschutzgebiet. Dort etwa wird auch ein Brückenpfeiler etwa 30 Meter tief in den Boden eingebaut. Unter dem Gleental liegt Trinkwasser. Und dann kommen Auenlehme. Auenlehme sind einigermaßen wasserdicht. Das heißt, die schützen den Grundwasserkörper, der tiefer unten ist. Das heißt, auch wenn bei Hochwasser vielleicht Schadstoffe auf die Wiesen gebracht werden oder wenn hier mal ein Schlepper verursacht, dann wird vermutlich dem Grundwasser nichts passieren, denn der Dreck bleibt im Auenlehm hängen. Unser Pfeiler geht 30 Meter tief runter. Das heißt, wir bauen ein Fenster in den Auenlehm hinein.
Und deswegen ist die Befürchtung von uns Umweltschützern und Wasserschützern, dass diese Fenster, die im Auenlehm entstanden sind, zu einer Gefährdung des Trinkwassers unten drunter führt. Nach den Angaben, die der Zweckverband Mittelhessischer Wasserwerke macht, versorgt er aus diesem Einzugsgebiet etwa 500.000 Leute. Der Geschäftsführer der Mittelhessischen Wasserwerke hat im Dezember 2019 nochmal ausdrücklich gesagt, was wir hier machen, ist wie eine Operation am offenen Herzen. Das heißt, wenn uns Fehler passieren, dann werden wir das erst sehr spät merken und dann wird es auch schon fast zu spät sein. Ich habe es mal als eine Operation am offenen Herzen, heißt der Grundwasserbestände, bezeichnet. Wir haben allerdings so viele Sicherungsmaßnahmen ergriffen, dass man hoffen muss und darf, dass nichts passiert. Ich habe halt auch im Vorfeld der A49-Arbeiten schon 2 Hektar verloren. Das macht mit diesen 3 Hektar jetzt noch zusammen fast 30% dann meiner Grünlandfläche aus. Und von daher ist das schon eine deutliche Einschränkung für meinen Betrieb. Da ist Strabag und Co. sicherlich, da sind Gelder, die da fließen, die da im Raume stehen, die natürlich ganz andere Bedeutung haben als jetzt ein kleiner Biolandwirt mit seinen kleiner Mutterkuhherde, die irgendwie doch wahrscheinlich auch zu ersetzen ist. Im Frühjahr diesen Jahres ist ja einfach nur der Bagger draufgerollt und letztendlich bin ich enteignet worden. Wir haben bei der A49 eine 40-jährige Vorgeschichte gehabt. Wir haben bei Wahlen auch in der Region leider immer eine Mehrheit für diese Autobahn gehabt. Der Dannröder Forst beziehungsweise die Trasse, das ist ja nicht der ganze Dannröder Forst, der ist gerodet. Das, was in der Vergangenheit passiert ist, das wird man, vorsichtig gesagt, nur noch sehr, sehr schwer verändern können. Und aus meiner Sicht ist eher die spannende Frage, wie wir es eigentlich hinkriegen, gesellschaftliche Mehrheiten für eine Verkehrswende hinzubekommen, die dann auch dafür sorgt, dass man vor Ort am Ende zu anderen Entscheidungen kommen kann. Niemand sitzt in Hessen wegen dem Einsatz für Klimaschutz in Haft, sondern in Hessen sitzt nur der in Haft, wo entweder ein Ermittlungsrichter einen Haftbefehl ausgestellt hat zur Untersuchungshaft oder ein Gericht eine Haftstrafe ausgesprochen hat. Es geht in dem Fall um den Vorwurf, am Anfang glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, war sogar die Anklage Stichwort Tötungsdelikt im Raum. Am Ende ging es um schwere Körperverletzung. Und was immer wichtig ist und was wir immer auch sehen müssen, bei allem Einsatz für die von der eigenen Sicht gute Sache, Gewalt darf niemals Mittel der politischen Auseinandersetzung werden. Die hätte ja sehr wahrscheinlich das Untersuchungsgefängnis verlassen können, wenn sie schlicht gesagt hätte, wer sie ist. Dass man in einer solchen Form sozusagen sich so in Anführungszeichen radikalisiert, dass man lieber im Gefängnis sitzt, als seinen Namen zu sagen, das hat mir zu denken gegeben, aber das waren keine positiven Gedanken im Sinne von Respekt, sondern eher, wie kann jemand sich so hineinsteigern. Wir sind heute hier, weil uns die Forstbehörde darum ersucht hat, hier anstehende Arbeiten im Maulbacher Forst zu sichern. Das heißt, die Arbeiten zu sichern, die Arbeiter zu schützen und auch etwaige Sicherheit für die Maschinen herzustellen. Bis jetzt haben wir noch keine Gegner der A49 oder keine Demonstranten hier gehabt.
aber das zeigt, wo wir stehen. Das ist der Grad der Zerstörung, den der Staat sich selber auferlegt. Das ist wirklich dramatisch, dass wir solche Idioten haben, die sowas anordnen. Und jeder Einzelne von denen, die das anordnen, der sollte die Folgen des Klimawandels sofort zu spüren bekommen. Hitze, Dürre, Wassermangel. Wir stehen hier mitten in einem Grundwassergewinnungsgebiet von Homberg-Ohm. Wir stehen hier in der Frischluftschneise für Homberg-Ohm. Und das alles wird unsere Stadt komplett verändern, unseren Wasserhaushalt total verändern. Jetzt darf schon die Feuerwehr in Abendrot nichts mehr aus dem Hydranten entnehmen, weil nicht genug Wasser da ist. Wir brennen dann halt ab, statt dass wir das Wasser schützen. So weit sind wir, so irre ist das. Und ich hoffe, das Haus derer brennt zuerst ab, die das hier anordnen, wenn kein Wasser da ist zum Löschen. Das wäre mal gerecht. Mann. Es ist krass auch zu sehen, was sich hier getan hat. Ja, hier sind wir noch oben drüber gelaufen, weißt du noch, und haben die Wurzelstöcke hier beprobt. Hier war auch so eine Stelle noch, die angeschlagen ist. Die Wasserrahmenrichtlinie in Europa sagt ganz klar, dass Gewässer bzw. Brunnen- und Oberflächengewässer dürfen nicht durch irgendwelche Baumaßnahmen kontaminiert oder verunreinigt werden. Das heißt, dieses Verschlechterungsverbot macht klar, wenn ihr hier was macht, dann muss das halt für die Umwelteinwirkung so sein, dass da keine Gefahr von ausgeht. Und diese Gefahr gibt es jetzt. Und die ist ganz klar, für uns ganz klar im Zusammenhang mit den riesen Eingriffen hier im Rüstungsaltlastengebiet zu sehen. Weil wo soll sonst TNT herkommen? In der Natur wird es nicht so erzeugt, dass man das jetzt irgendwie schadhaft hier überall feststellen würde. Hinter uns sehen wir jetzt diesen riesen Haufen, der abgedeckt ist. Da ist Hexyl gefunden worden, also ein Sprengstoff. Und das war in kristallinen Klumpen direkt auf der Erde auch zu finden. Ist hochexplosiv, giftig, erbgutschädigend, krebserregend. Und das darf hier eigentlich nicht sein, wenn saniert ist. Also die Gefahr ist, wenn hier Regen runterkommt, und das war nicht abgedeckt am Anfang, und wir hatten sie auch vorher darauf hingewiesen, dass da Sprengstoffe noch sein könnten oder Verunreinigungen. Und der Regen hat es ausgewaschen und ist versickert und ist jetzt Richtung Trinkwasserschutzgebiet auch weiter unterwegs. Und das darf nicht sein. Hier wurde vor 2 Wochen noch mit Hochdruck gearbeitet, mit Hochdruck. Ja. Es hat gestaubt, es hat gedreckt. Die Arbeiter völlig ohne jeden Schutz in diesem Staub, in diesem Dreck. Und hier ist jetzt erstmal Stillstand. Wir wissen natürlich nicht, wie lange und wann sie wieder anfangen, aber wir hätten nicht gedacht, dass auch nur einen Tag das stillsteht. Und jetzt steht es schon seit einer Woche. Und das ist ein Erfolg, und das kann man vielleicht gar nicht hoch genug einschätzen. Vor 3 Wochen hätte keiner von uns geglaubt, dass wir auch nur einen minimalen kleinen Teilerfolg. Und das soll uns einfach wieder Mut geben. Wir waren alle so deprimiert. Guten Abend, liebe Anwesende. Herzlich willkommen zu dieser Demonstration aus traurigem Anlass.
Heute vor einem Jahr ist im Barrio Nirgendwo im Dannenröder Forst die Klimagerechtigkeitsaktivistin Ella festgenommen worden. Deswegen sind wir heute Abend hier. Geht auf die Straße, die Welt in Müll und Krieg versenkt. Geht auf die Straße, weil Widerstand uns vorwärts bringt. Wir singen geht auf die Straße, die Welt in Müll und Krieg versenkt. Wir singen geht auf die Straße, weil Widerstand uns vorwärts bringt. Wenn sie für Autobahnen die Wälder betonieren, die auf die Straße gehen. Wenn sie das Trinkwasser mit Rüstungsmüll kontaminieren, die auf die Straße gehen. Die Welt in Müll und Krieg versenkt. Geht auf die Straße, weil Widerstand uns vorwärts bringt. Geht auf die Straße, die Welt in Müll und Krieg versenkt. Geht auf die Straße, weil Widerstand uns vorwärts bringt. Geht auf die Straße, weil Widerstand uns vorwärts bringt. Geht auf die Straße, weil uns der Traum Jetzt wollen wir erstmal hören, wie es um Ella steht. Und dazu bitte ich die Rechtsanwältin Waltraud Verleih hier vorzukommen. Freiheit zu Ella ist ein grundlegendes Bedürfnis. Aus ihrer Sicht benötigen Menschen Hilfestellung und kein Knast. Insbesondere bei ihren Mitgefangenen kann sie Tag für Tag feststellen, dass diese weder Hilfe im Leben noch Hilfe in der Haft erhalten. Ella kann zweimal im Monat eine Stunde Besuch bekommen, wie die anderen Gefangenen jetzt auch. Bislang war es monatlich nur eine Stunde. Und dann ist Ella diese Woche verlegt worden in eine hellere Zelle, was ihr für die Seele gut tut, weil der vorherige Haftraum einfach ein dunkles Loch gewesen ist. Ella bekommt viel Post, was sie zum Teil nur hört, weil sie die Sachen nicht ausgehändigt bekommt. Sachen, die Ella schreibt, die politisch interessant sind, werden vom Gericht mitgelesen, kopiert und zur Akte genommen und können Verfahrensbestandteil werden. Ab dem 17. Januar wird vor dem Landgericht in Gießen verhandelt werden. Thema hier, wie auch in der ersten Instanz, wird natürlich sein, wie ist die Festnahme vonstatten gegangen, was ist Ella tatsächlich vorzuwerfen und natürlich steht auch das Verhalten der SEK-Beamten auf dem Spielplan. Sowohl Ella als auch die Staatsanwaltschaft betreiben die Berufung. Die Staatsanwaltschaft möchte eine höhere Strafe, die Verteidigung möchte die Freiheit von Ella.
Nehmen Sie bitte Platz. Seitens der Staatsanwaltschaft war in der ersten Instanz vor dem Amtsgericht Alsfeld eine Freiheitsstrafe in Höhe von 2 Jahren und 6 Monaten gefordert worden. Und Anlass der Berufung der Staatsanwaltschaft war, grob zusammengefasst, dass nach Auffassung der Staatsanwaltschaft durch das Amtsgericht Alsfeld in der erstinstanzlichen Entscheidung nicht alle Strafzumessungsgesichtspunkte, die nach Auffassung der Staatsanwaltschaft hätten berücksichtigt werden müssen, berücksichtigt wurden. Sie hat heute dazu gesagt, dass sie eine Fußbewegung gemacht hat, um einen Polizeibeamten, der sie vom Baum ziehen wollte und dessen Absturz sie Angst hatte, mit einem Fuß abwehren wollte. Ob dieser Fuß getreten hat oder nicht, wird Gegenstand der Beweisaufnahme sein. Nach unserer Auffassung hat der Fuß nicht getroffen. Und meines Erachtens hätte das Gericht in der ersten Instanz auch schon feststellen können. Jetzt haben wir anscheinend einen Richter, der eine vernünftigere Einstellung hat und nicht nur an die Decke schaut und so gar nicht hinschauen will, wirklich, was wirklich passiert ist. Aber ich frage mich, ob das mir wirklich Grund zur Hoffnung geben kann. Als ich sie besucht habe im Gefängnis, ging es ihr nicht so gut. Aber als sie jetzt drinne war im Prozess und all die Menschen gesehen hat, die zur Solidarität alle ihre Freunde gesehen hat, mit denen sie im Wald war, haben einige berichtet, dass sie gut drauf ist, dass sie lächelt und dass sie einen tollen Eindruck macht. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch in Richtung Gerechtigkeit geht. Ich wünsche es mir auf jeden Fall. Gießen. Ganz am Ende eines 6-stündigen Prozesstages im Berufungsverfahren gegen die Baumbesetzerin Ella aus dem Dannenröder Wald verlor die Staatsanwältin Marien Fischer kurz die Kontenance. Also sie hat sie nicht das erste Mal verloren, muss ich ja gleich sagen. Wollen Sie mir vorwerfen, ich hätte Beweismaterial nicht ausgewertet, brach es aus ihr heraus in Richtung der Verteidigerin Waltraud Verley, die zuvor gefragt hatte, warum das in Gießen gesichtete umfangreiche Polizeivideomaterial im ersten Verfahren kaum eine Rolle gespielt hat. Zeuge K214 räumte dann aber doch angesichts der im Gerichtssaal gezeigten Videosequenzen ein, dass er seine Aussage aus dem ersten Verfahren denn doch korrigieren müsse, da es sich offenbar doch während des Einsatzes gegen einen Abschuss gesichert habe. Gleichwohl beharrte der Zeuge darauf, dass er während des Gerangens, ich kann das schon gar nicht lesen, da merke ich schon wieder, wenn ich das lese, dass ich kriege Störgefühle. Ich fand es bemerkenswert, weil ich auch schon in Alsfeld war und von den 4, die dort vernommen wurden, haben praktisch 3 ihre Aussagen widerrufen. Auch wenn sie es so nicht genannt haben, sie haben gesagt, sie müssen ihre Aussagen korrigieren. Und sie haben im Grunde die Aussagen zurückgenommen, aufgrund dieser Aussagen Ella im ersten Prozess verurteilt worden ist, was auch das hohe Strafmaß im ersten Verfahren letztendlich auch bewirkt hat. Zum Beispiel, dass in Alsfeld, das ist ja auch nachzulesen in den schriftlichen Protokollen, beide gesagt haben, dass sie nicht richtig gesichert waren, nicht doppelt gesichert waren und damit eine konkrete Gefahr bestanden hätte, dass sie durch Widerstand von Ella in die Tiefe hätten schützen können, damit auch in Lebensgefahr gekommen wären in 15 Metern Höhe. Und beide haben interessanterweise, nachdem sie sich selbst auf den Videoaufnahmen gesehen haben, sich dann korrigieren müssen nach dem Motto, wir waren ja doch gesichert. Auffällig war halt auch, dass bei den Filmaufnahmen zwar deutlich ein Tritt von der Angeklagten in Richtung des Helms des zweiten SEK-Beamten zu sehen ist, aber es ist nicht zu erkennen, ob nicht sie, sondern er getroffen wurde. Und das ist etwas, das wissen die zwei.
Das weiß sie vielleicht und das weiß der SEK-Beamte. Ob er da korrekt ausgesagt hat oder nicht, das möchte ich nicht beurteilen. Also wir haben an 2, 3 Hauptverhandlungstagen Videos angeschaut. Wir haben jetzt angeschaut. Er wird getroffen. Ich werde nicht. Also ich habe den Tritt gesehen, ja. Das ist meine. Aber nicht der Treffer direkt nicht. Also das ist in Richtung gegangen. Natürlich, sie hatten das ausgedreht. Das hat sie schon. Das war der Treffer. Ja, aber das ist ja auch von den doch Beamten so auch gesagt worden, dass nicht. Nee, das haben die nicht gesagt. Der hat hier gesagt, er könne sich nicht mehr erinnern. In erster Instanz hat er gesagt, er sei getroffen. Ja, in erster Instanz. Also hier eben. Also es ist mein Plädoyer. Sie haben gehört, was ich... Deswegen hat mich das schon ein bisschen aber er hat ja dann das nicht aufrechterhalten, sozusagen diese Anklage. Das hatten Sie ja jetzt als Staatsanwaltschaft wiederholt aus der ersten Instanz. Nee, also ich möchte es auch mich nicht für mein Plädoyer rechtfertigen müssen, seien Sie mir nicht böse. Ja, ich verstehe es nur nicht, weil, also ich habe mich nur gewundert, weil das wurde jetzt gar nicht im Gericht sozusagen beschlossen und festgehalten, es gab diesen Tritt, sondern das habe ich jetzt zum ersten Mal von Ihnen gehört. Das sind Inhalte der Beweisaufnahme. Ich hatte das eben in meinem Plädoyer erklärt, warum ich da zu diesen Feststellungen gekommen bin. Das ist meine persönliche Auffassung und ich werde mich dafür jetzt nicht rechtfertigen. Ja, vor allem nicht vor der Kamera. Die müssen Sie auch nicht, weil jetzt muss das der Richter bewerten. Sie genau. Das sehe ich ganz genau. Ja. Gut, danke. Sie muss doch sich der Wahrheit verpflichtet fühlen. Also ich finde es auch richtig, ich habe natürlich ein schlimmes Plädoyer erwartet, aber so ein schlimmes Plädoyer? Ja, die kann das immer noch steigern. So ein Dreistgelogen. Ja. Also sie ist nicht auf der Wahrheitssuche, das ist mal klar. Ja, also gut, ich meine, letztlich ist es ja immer noch der Richter. Also sie geht natürlich sehr stark in die eine Richtung, aber trotzdem so weit sich von der Wahrheit weg zu entfernen, ist Und angesichts dessen, dass ja die Aufzeichnungen alle in Alsfeld in Augenschein genommen wurden, sich hierher noch zu stellen und sich dann noch bei dem SEK-Beamten zu bedanken, dass er jetzt eingeräumt hat, dass er uns die Huppe voll gelogen hat, anstelle sich an der eigenen Nase zu packen, warum sie das denn nicht beim Amtsgericht Alsfeld, wo sie ja Sitzungsvertreterin war, selbst gesehen hat. Also deswegen ist es tatsächlich das Plädoyer, das beginnt mit Angriff auf den Rechtsstaat. Ich finde, ein Angriff auf den Rechtsstaat ist es, wenn die Staatsanwaltschaft ihre Hausaufgaben macht. Richtig. Das war ganz klar, das habe ich noch nie im Leben so deutlich erlebt. Legitim, hinter einer Mauer dürft ihr demonstrieren. Also ihr könnt auch hinterm Flatterband gucken, wie die A49 abgeräumt gebaut wird. Aber sobald irgendwas wirklich umgesetzt wird im System oder umgesetzt werden will, da setzt sich unglaublich was dagegen. Ja? And we need to start right now. We
Richtig. Ich würde ihn hier draußen auslagern. To be saturated in relief is how I wish this case to end today. Be enclosed in the arms of friends and let these charges in a fire lay. On the 23rd of March last week, I heard that I was referred to as an enemy of the state. I must clarify that misconception. I do not intend to be an enemy of anyone. I would really sit down with a state representative, pour some tea, and seek to understand one another by challenging false assumptions. I would even do this with the cops K214 and D111, because I do not want the continuation of this war mentality between what we activists and the state apparatus represents. Likewise, I would like to invite Tarek Al-Wazir, Transport Minister responsible for the ecocide caused by the A49 highway, and COOs of Deges and Strabag executing this project too. But then, together, we can deconstruct the belief that we are separated. Actually, everything we do to another, we do to ourselves. Our time is now to forgive, and for me, to walk out those doors, to remember our strength in unity, and that best wishes ripple out forevermore. Also wir warten ein Urteil. Was da gesprochen wird, äußere ich mich nicht. Das hatte ich dir schon mal gesagt. Ich warte, was rauskommt. Wir werden Ella begleiten. Wir werden eine gute Nachsorge machen nach dieser langen Zeit. Und deswegen sind wir hier. Und ich bin echt gespannt, was jetzt rauskommt. Ja. Ich traue mich nicht zu hoffen. Oh. Ich fürchte sehr, dass dieser Staat es nötig hat, die vorhandenen Strukturen bis aufs Messer zu verteidigen. Ich fürchte mich, eigentlich ist alles andere als ein Freispruch undenkbar, aber ich traue mich nicht zu hoffen. Wir haben schon lange genug gehofft, aber ein Ding ist, wir begleiten das. Ja, wir begleiten das und wir bleiben dran und hoffen, mal gucken. Komm, wir gehen jetzt rein. Ihr ungerechten Herren wisst, dass ihr der Armen duldet, der bösen Taten Klagemund wird euch aus eures Herzensgrund
Gerechtigkeit! Nichts mehr als Gerechtigkeit fordern wir! Gerechtigkeit und kein Ökozid! Was ihr hier tut, ist ungerecht bis aufs Mark! We are here with you! 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 Diese Ungerechtigkeit lasse ich nicht geschehen! Diese Ungerechtigkeit, dieses Lügen lassen wir nicht über uns ergehen und nicht über Ella ergehen! Hört auf zu lügen! Hört auf mit euren Lügen! Hört auf zu lügen! Leute, das war 49 Problems. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war ein ganz großes Herzensprojekt von mir, was über 15 Monate lang entstanden ist und das ohne Auftrag oder Finanzierung. Das heißt, wenn ihr mich unterstützen wollt, freue ich mich total. Ein Spendenlink ist unten in der Videobeschreibung. Und apropos Videobeschreibung, das wollte ich irgendwie schon seit 15 Jahren mal sagen und jetzt endlich ist es soweit. Wenn ihr was zu sagen habt ansonsten, dann schreibt's in die Kommentare! We're on a planet that has a problem. We must get self-control and do it now, now, now. We need to build a better future, and we need to start right now. We need to build a better future, and we need to start right now. Make it greener, make it cleaner. Make it last, make it fast and do it now, now, now. We need to build a better future.